ETFs sind zwar effiziente Anlageinstrumente, aber sie sind auch ein bisschen abstrakt und langweilig, weil man nicht sieht, in welche einzelnen Unternehmen man investiert. Muss das so sein? Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Hast du ein Lieblingsunternehmen oder eines, mit dem du dich besonders gut identifizieren kannst? Wenn du dein Geld rein rational investierst, interessiert dich wahrscheinlich nur die Rendite. Und vielleicht oder hoffentlich auch das Risiko. Aber viele würden eigentlich gerne auch sehen, in was sie investieren. Also in welche Unternehmen, sprich in welche Aktien, in welche Bonds. Wenn du in Einzeltitel investierst, siehst du natürlich genau, wo dein Geld angelegt ist. Aber dafür bist du nur in wenige Aktien und Bonds investiert. Dein Anlageportfolio ist dann nicht optimal diversifiziert. Bis jetzt hat man also wählen müssen, ob man abstrakt aber diversifiziert oder aber fassbar dafür ineffizient investieren will. Das muss nicht so sein. Darum haben wir den ETF Look-Through. Auf den Factsheets der ETF sind die 10 grössten Positionen ausgewiesen, mehr dann aber auch nicht. Und wenn du verschiedene ETFs im Portfolio hast, wird es recht mühsam, sich das zusammenzurechnen. Darum hat unser Entwicklungsteam etwas gebaut, was wir ETF Look-Through nennen. Also Durchsicht auf die Einzeltitel. Mit dem kannst du dir alle Einzeltitel, die du in deinem ETF-Portfolio haltest, anzeigen lassen. Sowohl Aktien als auch Obligationen. Standardmäßig sind die Einzelwerte absteigend nach dem Exposure sortiert. Du kannst dein Portfolio aber auch gezielt nach Firmennamen durchsuchen. Das Feature haben wir auch freigeschaltet für alle, die kein echtes Portfolio bei uns haben. Mit dem gratis Demokonto am virtuellen Portfolio steht es allen zur Verfügung. Den Link findest du in den Shownotes. Die Sicht auf die Einzeltitel ist aber auch ein Teil von unserem Risikomanagement. Wir nutzen es auch, um Portfolios von unseren Kunden zu überwachen. Als Vermögensverwalter haben wir eine Verantwortung, sicherzustellen, dass sich das Anlagerisiko nicht zu sehr auf einzelne Unternehmen konzentriert, egal ob Aktien oder Obligationen. Das ist mit ETFs zwar nicht ganz so ein akutes Problem wie mit Einzelaktien, aber man muss es auch mit ETF im Auge behalten. Natürlich machen wir das automatisiert. Unsere optimierten Anlagestrategien, wir nennen sie auch Musterportfolios, haben wir sowieso so konstruiert, dass sie sehr gut diversifiziert sind. Aber auch wenn du deine eigenen Präferenzen in deine Anlagestrategie einfließen lässt, stellen wir sicher, dass dein Portfolio gut diversifiziert bleibt. Neben verschiedenen anderen Risikofaktoren schaut unser System auch durch die ETF durch und setzt sinnvolle Grenzen in Bezug auf das maximale Exposure auf einzelne Unternehmen. Du siehst das sogar. Wenn das Exposure zu gross wird, dann keitet der Tachometer für die Diversifikation. 10 ist ideal und es muss mindestens ein 5 sein. Aber probier es am besten selber aus. Unsere Portfolios bestehen typischerweise aus über 5000 Unternehmen. Schau es dir mal an und gib in der Suchfunktion dein Lieblingsunternehmen ein. Findest du den Look-Through nützlich? Schreib mir eine E-Mail auf felix@truewealth.ch oder hinterlasse mir einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.